So, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Da ein paar Worte zu reden. Ich habe einiges vorbereitet und ich glaube, ich schaffe das nicht, jetzt da frei zu reden und dabei in die Augen von so vielen bekannte und nette Leute zu schauen. Ich hoffe, dass das dem lässigen Rahmen jetzt doch keinen Abbruch tut und ich möchte euch einfach ein paar Sachen oder einen Text vorlesen. Letzte Woche haben wir im engen familiären Kreis eine kleine private Gedenkstätte, einen sogenannten Jordan, für den David gebaut, ganz klein und privat. Und der Start in dieses Unternehmen war mit unerwarteten Problemen verbunden. Der große Stein, den Peter Ortner aus dem Virgental in Osttirol mitgebracht hatte, musste irgendwie durch die Wohnung in einen Garten gebracht werden. Und der Wagen, mit dem wir den schweren Stein transportieren wollten, hatte nicht nur sofort einen Platten, sondern brach bereits nach wenigen Metern unter der Last des Steines zusammen. Überdies hat sich herausgestellt, dass die Türen schmäler waren, als Peter beim Stein berechnet hatte. Was tun, war die Frage. Rinzi war schon ganz verzweifelt und hat vorgeschlagen, den Stein einfach zu halbieren oder ihn seitlich abzuschleifen oder irgendwie anders zu kürzen. Aber das haben der Peter, der Chris und ich dann doch nicht übers Herz gebracht, weil der Stein als Ganzes doch so schön war und wir sicher waren, dass auch David ihn nicht beschädigen hätte wollen. Und wie wir da mit den Händen über den Köpfen ratlos am Gehsteig vor dem Haus saßen, da haben wir gewusst, der David, der schaut uns jetzt zu, der lacht sich kaputt, wie wir dieses Gerät wohl durch die Wohnung in den Garten bringen werden. Okay, habe ich zum Peter gesagt, nehmen wir es wie eine Expedition. Den müssen wir jetzt einfach mit viel Willenskraft und mit bloßen Händen da reintragen. 1 Meter tragen, dann Pause. Wieder 1 Meter tragen und dann halt die nächste Pause. Irgendwann werden wir die läppischen 30 Meter wohl geschafft haben. Wir haben den 300 Kilogramm schweren Stein, der aussah wie eine große Tischplatte, dann mit 2 Bohrhaken an den Stange befestigt und ihn hochkantig Zentimeter für Zentimeter an all den Bildern von David vorbei durch die Wohnung getragen. Als wir dann im Garten waren, da habe ich und vermutlich wohl auch der Peter dem David, der auf den vielen Fotos runterlächelte, einfach nur zugezwinkert und gesagt, ja David, das hat dir gefallen. Ich denke, dass er in dem Moment mächtig stolz auf uns alle war. Sein Freund Mungo, der Kameramann auf seinen Expeditionen, hat David im letzten Berg und Steigen so treffend beschrieben, wo er auf der einen Seite seine ernsthafte, erwachsene und bestimmende Art erwähnt hat, wenn es beispielsweise darum ging, bei den Expeditionen seinen Willen durchzusetzen. Das hat er wohl von der Claudia geerbt. Da wollten die Träger ja das Basislager wie üblich mitten auf dem Schnee und im Eis aufstellen, während es dem David ein paar 100 Meter weiter im grünen Gras ohne Schnee viel logischer und bequemer erschien, weil man sich dort im Zelt, nämlich nachts, nicht den Hintern abfriert. Und weil sich die Träger geweigert haben, hat er dann mit Peter und Hansjörg beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das Zeug eben selbst dorthin zu tragen. Basta. Auf der anderen Seite hat Mungo aber auch seine nie enden wollende, kindliche und spielerische Art beschrieben, auf die er sich stundenlang damit beschäftigen konnte, an den Rasttagen im Basislager einen Stein, der offensichtlich viel zu groß für ihn war, irgendwie ins Rollen zu bringen. Nur um dann zuschauen zu können, wie dieser den Berg hinunterrollt. Ja, das war der David. Und so habe ich ihn auch kennengelernt, als ich vor mehr als 20 Jahren, als er zu mir und Ruppi ins Innsbrucker Kletterteam gekommen ist. Ein kleiner, quirliger und auf keinen Fall zurückhaltender Junge, der nicht nur Klettern, sondern auch viel Blödsinn im Kopf hatte und unser Konzept mitunter immer wieder einmal durcheinander gebracht hat. Jemand, der beim Trainingslager auf den französischen Tankstellen herumklettern musste, bis wir ermahnt wurden. Jemand, der am Vorbau der Klettergarde unnötig herumturnen musste, bis er herunterfiel und dabei fast das Augenlicht verloren hätte. Jemand, der mit Rinzi, seinem Papa, auf dem Campingplatz Lausbubenstreiche ausführte, dass man sich daneben fast ein bisschen fremdschämen musste.
wogegen sie sich beide vor Lachen gekrümmt haben. Aber wenn es ums Klettern ging, da hatte er schon als Kind eine ernste und analytische Fähigkeit, wie sie kaum ein Erwachsener an den Tag legen konnte. Und dabei ging ihm irgendwie immer alles viel zu wenig schnell. David war gerade einmal 6 Jahre alt und konnte vielleicht den 6. Grad klettern, aber nein, er musste immer schon den 8. Grad probieren. Schön, schon während seiner Schulzeit hat er in Wettklettern so viel gewonnen, dass er mehr alpin klettern wollte und Expeditionssteiger werden wollte. Nur ging auch das schon wieder viel zu wenig schnell und plötzlich war ihm dabei die Schule zeitlich im Weg, sodass er beschlossen hat, eben keine Matura zu machen. Waren das Diskussionen mit seinen Eltern und auch mit mir. Alle haben wir auf ihn eingeredet. Aber das geht doch nicht, dachte ich. Aber er hat uns schon damals eines Besseren belehrt. So war er eben. Er hat sich nie damit begnügt, nur das zu tun, was andere schon vor ihm gemacht haben. Nein, er wollte seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Fehler machen und daraus lernen. Und darin besteht kein Zweifel, mit normalen Maßstäben oder normalen Zielen hätte er sich ohnehin nie zufrieden gegeben. Das mache ich, weil ich es kann. Das war sein Motto. Schon als ganz Kleiner wollte er nicht nur einen Bewerb gewinnen, sondern eben alle, was ihm mit ganz wenigen Ausnahmen auch gelungen ist. Er wollte schon bald nicht mehr gleich schwer klettern wie die Besten in seinem Alter, sondern eben viel schwieriger, so wie die Erwachsenen eben. Die Wunderkinder aus Innsbruck hat es einmal in der Zeitung geheißen, die neue Generation nach dem Motto kein Bock auf null Bock, haben die über das Wunderteam aus Innsbruck geschrieben. Mit 12 Jahren hat David seine erste 8B+ geklettert und mit 15, obwohl er im Reglement entsprechend eigentlich noch zu jung dafür gewesen war, haben sie ihn beim Erwachsenen-Weltcup starten lassen und hat damals in Dresden seinen ersten Weltcup gewonnen. In den insgesamt 4 Jahren, in denen er mit dem Nationalteam rund um Heiko Wilhelm rund 20 Weltcups bestritten hat, hat er die Hälfte gewonnen. Da ist dann offensichtlich ein gewisser Reiz für ihn verloren gegangen und er hat für sich gedacht, dass er in dieser Sparte alles erreicht hat, was er eigentlich erreichen wollte. Plötzlich trat das alpine Sportklettern in den Mittelpunkt seines Interesses und er hat dann anfangs gemeinsam mit dem Joch alpine und teils sehr kühne Routen erschlossen und wollte innerhalb kürzester Zeit dann vom Big Wall Kletterer zum Expeditionsbergsteiger wechseln. Immer musste alles so schnell gehen bei ihm. Er wollte nie Zeit verlieren. Zu schade wäre ihm gewesen, seine Zeit mit Herumliegen zu vergeuden. So, als ob er immer schon gespürt hatte, dass er sich beeilen muss. Sein erster Auftritt im internationalen Alpinismus, damals in Patagonien, hat ihn aber ganz brutal auf den Boden der Realität zurückgeholt und ihm vermutlich auch gezeigt, dass man in der Welt der großen Berge für viele Dinge bedeutend mehr Zeit braucht und einplanen muss, als er gewohnt war. Ich kann mich noch erinnern, wie nah ihm das alles gegangen ist, als ihn die internationale und zum Teil auch selbsternannte Bergsteigerelite in der Luft zerfetzt hatte, als er, dieser Rotzlöffel, wie sie ihn genannt haben, der vom letzten Kletterweltcup kurz nach Abbruch seiner Schullaufbahn schnurstracks zum Cerro Torre gepilgert ist, um in Rotpunkt zu klettern. Unmöglich, haben alle gemeint, was will der Typ her? Und das waren Diskussionen. Da wurde an einem heiligen Berg Bohrhaken für Kameraleute gebohrt. Dabei war es für ihn ja nur ein Stück Fels, wie jedes andere bisher auch. Und jung wie er war, wollte er nur auf seine Art darauf klettern. Wir haben sehr oft über dieses Ereignis gesprochen und ich erinnere mich auch, wie verletzt er in dieser Zeit war und wie er anschließend aus dieser Geschichte versucht hat zu lernen, seine Lehren zu ziehen und sich weiterzuentwickeln. Wie er versucht hat, den Alpinismus in seinen Grundwerten zu verstehen. Er ist dann immer öfter allein in den Bergen gegangen, ganz viel da in dem Gebiet. Und wenn er dann erzählt hat, was er da so solo und am Alleingang gemacht hat, dann war ich immer froh, dass kein Zweiter dabei war. Wie selbstsicher muss er gewesen sein? Oder wie sehr muss er über den Dingen gestanden haben, um derartige Abenteuer alleine zu wagen?
Oft dachte ich auch, dass er in dieser Zeit zunehmend einsamer wurde, bis ich später aber erkennen musste, dass er schlichtweg einfach nur gerne für sich alleine in den Bergen war. Ich denke, dass es ihm in dieser Phase auch sehr geholfen hat, ein Buch über sich selber zu schreiben. Ich denke, dass er damit auch sehr viel aufgearbeitet hat und dass er sich in dieser Zeit auch in seinem Charakter, in seiner Sprache und im Umgang mit anderen Menschen extrem weiterentwickelt hat. Dass ihm und dem Peter Ortner am Cerro d'Oro die lokale Szene dann vor Ort noch eins auswischen wollte, indem sie beim Abseilen die Haken entfernt haben, das hat den beiden erst recht die Gelegenheit dazu gegeben, ihr wahres Können zu zeigen. Und so haben sie dann richtig neue Maßstäbe gesetzt. Und auch die nächsten Projekte im Pfalzertal, am Mascherbrunn oder am Lunagri und an vielen anderen Bergen sind alpinistische Highlights geworden. Was mich persönlich in dieser Zeit aber sehr gefreut hat, ist die Tatsache, dass er trotz seiner Erfolge immer er selber geblieben ist. Er war authentisch und hat sich niemals verstellt. Auch in seiner Ehrlichkeit anderen gegenüber ist er so geblieben, wie er immer schon war. Offen und mitunter unerwartet direkt. Dabei hat er nicht nur unangenehme Fragen gestellt, sondern auch direkte Antworten gegeben, die nicht jeder erwartet oder gern gehört hätte. Er war kein Duckmaser und hat mitunter auch Interviews abgebrochen, weil ihm jemand inkompetente Fragen gestellt hat. Er hat nie applaudiert, wenn jemand seiner Ansicht nach keinen Applaus verdient hat. Und dann hat er auch nie aufgehört zu träumen von seinem kleinen Schloss, von seinem ganz persönlichen Anwesen, das er so gern gehabt hätte und das er bis zum Schluss nicht aus den Augen verloren hat. So wie er auch seine Freunde bis zum Schluss nicht aus den Augen gelassen hat. Freundschaften, um die er sich immer aktiv gekümmert hat. Und jeder, der sein Freund war, und wir wissen es alle, der wusste auch, dass man sein Freund war und man hat das auch gespürt. Wie habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn er sich nach vielen Wochen, egal ob nach dem Surfen, Skifahren oder nach dem Bergsteigen, wieder einmal gemeldet hat. Einfach auf einen Café vorbeigeschaut hat oder angerufen hat und gefragt hat, ob ich mal essen gehen will oder ob ich Lust hätte, irgendwo ein paar Seillangen gemeinsam zu klettern. Wie oft hat er mich aufgefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal auf seine Expeditionen mitzukommen. Er hat immer viel zu tun. Ja, später vielleicht, nächstes Jahr, wenn die Halle fertig ist. Jetzt einfach machen soll. David, wir werden dich alle vermissen. Du reißt ein großes Loch in unsere gesamte Clique. Seien es deine Kollegen aus dem ehemaligen Kletterteam, die ganze Kletterszene, all die neuen Freunde rund um dein eigenes Unternehmen mit dem Flo und dem Mani, der Resa, deine ganze Osttiroler Bande, Rinzi und Claudia, die Hedley. Nach wie vor erwische ich mich dabei, auf einen von Davids unerwarteten und spontanen Besucher zu warten. Jetzt wäre es eigentlich Zeit, dass er sich mal wieder meldet, denke ich mir dann. Wie damals, als er im Frühjahr mit einem soeben selbst gefangenen Fisch vorbeigekommen ist, er dann mit meiner Frau Susanne den Fisch zubereitet hat und wir köstlich zu Abend gegessen haben. Und der dann so beiläufig gemeint hat, du Reini, ich glaube, die Bedingungen in deinem Projekt in der Saagwand sind derzeit echt super. Fahren wir sie morgen mit Skiern ab oder nicht? Lieber David, der Platz an unserem Tisch ist immer für dich gedeckt. Unerträglich ist der Gedanke, dass du nie mehr an unsere Tür klopfen wirst.